Neulich habe ich eine Nachricht bekommen, Alain, darf ich deine Telefonnummer meinem Bekannten Hans weitergeben? Er ist nämlich gehackt worden und total aufgelöst. Einen Tag später habe ich dann einen Anruf bekommen und hat Hans mich angerufen, weil er tatsächlich gehackt worden ist. Und er hat erzählt, dass jemand, eine unbekannte Person, in einem Webshop, worin er auch schon mal eingekauft hatte, im Wert von über 2000 € bestellt hatte. Und das Blöde war, dass es mit seinem Geld war. Wie das passieren konnte und wie dieser Angreifer möglicherweise vorgegangen ist, das zeige ich Ihnen in diesem Video. Und auch, was Sie tun können, um vorzubeugen, dass auch Sie Opfer werden. Bevor ich Ihnen das zeige, erzähle ich aber kurz, wieso ich wissen kann, wie das möglicherweise passiert ist. Weil ich war es nicht. Ich bin nämlich Cybersecurity-Expertin und vor 10 Jahren habe ich als Ethical Hacker angefangen. Und das heißt, dass ich Hacker bin, aber eine der Guten und ich für Unternehmen unterstütze, Sicherheitslücken zu finden, in zum Beispiel deren Webseite, so dass sie die Sicherheitslücke schließen können, bevor böse Hacker vorbeikommen und zum Beispiel Daten klauen. Und über die Jahre habe ich natürlich unglaublich viele verschiedene Sicherheitslücken gesehen und deswegen habe ich ein Gefühl dafür bekommen, wie Angreifer vorgehen können, um eben Leute wie Hans zum Opfer zu machen. Und Hans ist nicht der Einzige, der sowas erlebt hat, weil alleine schon in den USA gibt es schon über 20 Millionen Menschen, die erlebt haben, dass ihr Konto gehackt wurde. Und davon hat ungefähr ein Drittel, also 35% der Leute, auch einen finanziellen Schaden gehabt. Das heißt, dass ungefähr 7 Millionen Leute alleine schon in den USA etwas Ähnliches erlebt haben wie Hans. Und weil ich es furchtbar finde, zeige ich Ihnen, wie Angreifer vorgehen, damit sie sich schützen können. Also schauen wir uns mal an, wie das möglicherweise passiert ist. Hier sehen wir den Webshop, worin Hans schon mal eingekauft hat. Das ist eine Seite smartshopper.com und wenn ich als Angreifer vorgehe, und ich schaue mir eine Webseite an, dann schaue ich mir immer zuerst an, was gibt es auf die Seite, aber vor allem auch die Sachen, die nicht sichtbar sind, die nicht über das Menü erreichbar sind zum Beispiel. Weil diese unsichtbaren Dateien und Ordner, die enthalten häufig interessante Informationen, die an sich schon interessant sind oder mir helfen, um weiterführende Angriffe durchzuführen. Also schauen wir mal, ob es auf diese Webshop-Seite auch solche spannende Seiten oder Dateien gibt. Und um uns dabei zu helfen, gibt es Tools, die das für uns automatisiert können, sodass wir in sehr kurzer Zeit sehr viele von solchen Dateinamen oder Ordnernamen ausprobieren können. Und da kann man dann die Adresse eingeben, in unserem Fall www.smartshopper.com, und kann man auswählen, dass man zum Beispiel Ordnernamen ausprobieren möchte. Und diese Tools schauen sich also an. Erstmal gibt es www.smartshopper.com/index. Danach gibt es smartshopper.com/images. Gibt es smartshopper.com/download und so weiter. Und das sehr schnell hintereinander, sodass wir sehr schnell Ergebnisse bekommen. Also führen wir mal so einen Scan durch und schauen uns mal an, was es hier auf dieser Seite alles gibt. Hier sehen wir auch tatsächlich schon Ergebnisse. Die ersten 2 sind About und Contact. Das hört sich nicht so spannend an, weil das sind meistens Seiten, worauf Informationen verfügbar sind, die schon öffentlich erreichbar sein sollen. Aber es gibt hier einen Ordner Backup und das könnte tatsächlich spannend sein, weil wenn da zum Beispiel Kundendaten vorhanden sind, dann können das natürlich spannende Informationen sein, die wir nutzen können, um weitere Angriffe durchzuführen. Also schauen wir mal rein, was da so rumliegt. Oh, und hier sehen wir, dass uns ganz klar eine Ordnerstruktur angezeigt wird mit weiteren Ordnern und sogar Dateien. Und das ist sehr hilfreich, weil ich dann diese Dateinamen nicht erraten muss, sondern einfach sehen kann, welche Ordner und Dateien zur Verfügung stehen. Hier zum Beispiel sehen wir, dass es ein Backup vom letzten Jahr gibt. Und das könnte spannend sein. Gucken wir mal, was da so rumliegt. Und hier sehen wir, dass es tatsächlich eine Datei gibt, die heißt customers.csv.
Das heißt, dass es möglicherweise Kundendaten sind. Also schauen wir mal rein und sehen wir, dass tatsächlich hier unglaublich viele Kundendaten vorhanden sind. Mit Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Lieferadresse. Und hier oben sehen wir tatsächlich Hans. Also der Angreifer hat wahrscheinlich seine Daten hier in diese Liste gefunden. Er hat einfach dann wahrscheinlich diese E-Mail-Adresse kopiert und hier sich versucht, auf der Seite einzuloggen. Das Problem ist aber, dass er jetzt nur die E-Mail-Adresse gefunden hat und kein Passwort, weil wir hier in diese Liste kein Passwort gefunden haben. Jetzt können wir natürlich versuchen, das Passwort zu erraten, aber das kann unter Umständen sehr lange dauern und auch komplett fehlschlagen, weil es zu lange dauert. Deswegen können wir auch einen anderen Weg versuchen, und zwar Hans eine E-Mail schicken, um ihn dann einzuladen, sich anzumelden auf eine Login-Maske, so wie hier, die aber nicht zu diesem Webshop gehört, aber zu mir. Und wenn er das dann tut, dann kommen seine Anmeldedaten bei mir, so dass ich sie nutzen kann, um mich auch anzumelden. Und so eine Seite habe ich tatsächlich schon mal vorbereitet. Und dafür habe ich auf nicht smartshopper.com, sondern smartshoppy.com genau die gleiche Login-Maske gemacht. Anstatt das P habe ich nur das E verwechselt, ausgetauscht. Also haben wir smartshoppy.com. Das ist ein kleiner Unterschied und die Wahrscheinlichkeit, dass Hans das bemerkt, ist sehr klein. Also, hier ist die Login-Maske und wie Sie sehen, sieht die genau gleich aus. Also auch das wird Hans wahrscheinlich nicht auffallen. Und wenn er dann hier seine Login-Daten eingibt, dann werden wir die hier finden, also sehen können. Jetzt sehen wir, dass die Tabelle noch leer ist, aber sobald er sich angemeldet hat, sehen wir hier seine E-Mail-Adresse und Passwort. Jetzt müssen wir aber natürlich erstmal eine E-Mail an ihn schicken, so dass er hier sich anmeldet. Und so eine E-Mail habe ich auch schon mal vorbereitet in meinem Inbox. Und in diese E-Mail beschreibe ich, dass er sehr schnell bestimmte Daten ergänzen muss, damit von Smart Shopper seine Bestellung fertiggestellt und geliefert werden kann. Weil die Lieferung nicht gemacht werden kann, wenn diese Daten fehlen. Und hier in diese E-Mail habe ich einen Link aufgenommen und dieser Link führt zu der Login-Maske, aber nicht die echte Login-Maske, sondern meine, worin ich eben seine Anmeldedaten abgreifen kann. Also schicken wir ihm mal diese E-Mail und hoffen natürlich, dass er sich dann tatsächlich auch anmeldet. Jetzt wechseln wir rüber zu der Seite von Hans, um zu gucken, was er sieht. Also Hans hat jetzt eine E-Mail von uns bekommen und wenn er sich anmeldet in seine Inbox, dann sieht er, dass er tatsächlich eine neue E-Mail erhalten hat. Und das ist eben genau die E-Mail, die wir gerade geschickt haben. Und sieht, dass eben bestimmte Daten fehlen und dass er die schnell ergänzen soll. Und somit klickt er hier auf diesen Link. Dann versucht er sich anzumelden, um eben diese Daten ergänzen zu können. Und sieht dann, dass sein Benutzername und Passwort falsch waren. Aber sie waren gar nicht falsch. Ich habe das nur so gemacht, damit er nicht bemerkt, dass er vorher auf einer anderen Login-Seite war. Und wenn er jetzt nämlich nochmal seinen Benutzername und Passwort eingibt, dann loggt er sich auf der richtigen Seite ein. Das ist für uns aber jetzt irrelevant, weil wir können hier mal gucken und sehen, ob seine Anmeldedaten bei uns angekommen sind. Und tatsächlich sind sie angekommen. Und sein Passwort ist Hans123 Ausrufezeichen. Ein sehr schlechtes Passwort, aber das können wir also jetzt mal nutzen, um uns in diesem Webshop anzumelden. Weil, wenn wir uns angemeldet haben, dann können wir auch einkaufen, um ebenso wie Hans erzählt hat, diese 2.000 € finanziellen Schaden bei ihm auszulösen. Also gebe ich hier seine E-Mail-Adresse ein, die wussten wir schon, aber jetzt wissen wir es nochmal, und dann eben sein Passwort. Und
sind jetzt in der Seite drin. Jetzt gehen wir einfach mal großzügig einkaufen. Hier ein neues iPhone, ein iPad und ein Laptop. Das gefällt mir alles ganz gut. Also lege ich einfach alles in meinen Warenkorb. Und das ist auch tatsächlich über die 2.000 €. Dann als letzter Schritt müssen wir natürlich das Päckchen noch irgendwo liefern lassen und bezahlen. Aber wir haben Glück, dass er sowohl seine Adresse als vor allem auch hier seine Bezahldaten hinterlegt hat. Und somit können wir eben mit Hans' Bezahldaten jetzt die Bestellung durchführen. Das Päckchen wird natürlich jetzt zu ihm nach Hause geliefert, wenn ich hier diese Bestellung abschließe. Dafür müssen wir natürlich eine Lösung finden. Und wie das weitergeht, das zeige ich Ihnen gerne auf Ihrer Veranstaltung. Aber zuerst erzähle ich Ihnen noch, was Sie tun können, beziehungsweise was Hans hätte tun können, um diesen Angriff vorzubeugen. Gehen wir also nochmal zurück zum Anfang. Also am Anfang haben wir geguckt, ob wir auf diese Seite mit Hilfe von diesem Tool, ob wir versteckte Ordnernamen finden können und haben hier diese Backup-Seite gefunden. Dagegen hätte Hans nicht tun können, weil das ist die Verantwortung von dem Unternehmen oder von dem Unternehmen, das diese Webseite gebaut hat, dass das eben nicht verfügbar ist und auch, dass diese schöne Auflistung, dass die versteckt bleibt. Das heißt, Hans hätte nichts dagegen tun können, dass seine Daten hier einfach öffentlich im Internet rumliegen. Was er aber hätte tun können, ist, als er dann eben seine diese E-Mail bekommen hat, hätte er erstmal hellhörig werden können. Weil Angreifer nutzen häufig diese Strategie von Dringlichkeit, dass man vielleicht ein bisschen gestresst wird und nicht mehr so gut nachdenkt, ob man zum Beispiel überhaupt ein Päckchen bestellt hat, also ob überhaupt irgendwas geliefert werden kann. Und da er eben nichts bestellt hat, hätte er das schon bemerken können. Aber vielleicht war er gerade müde oder auf dem Sprung, hat auf jeden Fall nicht darüber nachgedacht. Was er auch hätte tun können, ist mit der Maus hier über diesen Link gehen, weil wenn man das macht, dann erscheint links unten in der Ecke das Ziel, also wohin diesen Link führt. Und da hätte er sehen können, dass dieser Link eben nicht zu smartshopper.com, sondern zu smartshopee.com führt. Wenn er es nicht entdeckt hätte, hätte er aber, wenn er drauf geklickt hat, das auch hier oben sehen können, dass hier smartshopee.com steht. Auch hätte er die Möglichkeit gehabt, in diesem Webshop eine sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung anzuklicken, auszuwählen. Was bedeutet, dass er nicht nur ein Passwort eingeben muss, um sich anzumelden, sondern auch einen einmaligen Code. Und dieser einmalige Code wird dann zum Beispiel an seine E-Mail-Adresse oder an seinem Handy, auf seinem Smartphone geschickt, als SMS, so dass er diese auch noch zusätzlich eingeben muss. Und wenn er das gemacht hätte, dann wären wir nicht erfolgreich gewesen, weil dann hätten wir sein Passwort zwar gehabt, aber nicht diesen einmaligen Code. Und somit wären wir nicht in sein Konto gekommen. Weil er aber nicht diese Zwei-Faktor-Authentifizierung eingestellt hatte, konnten wir uns eben erfolgreich anmelden. Und wir haben auch Glück gehabt, dass er in seinem Konto seine Bezahldaten hinterlegt gehabt hat. Weil wenn er diese nach seiner letzten Bestellung gelöscht hätten, dann hätten wir die natürlich auch nicht für diesen Einkauf nutzen können. Wie gesagt, war Hans nicht in der Lage zu verhindern, dass seine personenbezogenen Daten im Internet so öffentlich verfügbar waren. Aber er hätte eine Menge tun können, um zu verhindern, dass dieser Angriff erfolgreich war. Wie gesagt, erzähle ich Ihnen gerne auf Ihrer Veranstaltung oder in einer Schulung, wie es hier weitergegangen ist und was Sie sonst noch tun können, um Sie zu schützen. Und bis dahin hoffe ich, dass Sie diese Tipps aus diesem Video beherzigen, weil wenn Sie diese umsetzen, dann sind Sie auf jeden Fall schon deutlich besser geschützt und können Sie die Wahrscheinlichkeit, dass auch Sie Opfer werden, erheblich verringern. Dankeschön.